Obdachlosenlager. Hallöchen, Rusty. Hat er schon das Schrot dabei? LAPD. We'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. We need you to stay focused. 7 rounds. We need to hold out for cavalry. How do we do that? Like this. Buckshot, keep down. If you want your rightful share, Killing make you feel powerful. Komm schon, Kleiner. Bonk. Aber sehr nette Sache, wie Rusty das wieder gemacht hat. what's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackermann. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Ah. Noch einer, der im Krieg gegen Japan war. The Kremlin's over here, Phelps. Toss it, see what you find. Ja, der Kreml. Naja, nicht ganz. Was haben wir hier? This doesn't pertain to the case. Ja, der war auch im Krieg. Oh, ja, was haben wir denn hier? Wir haben eine Zeitung. Fehlendes Morphium, Polizei, Gauner führen Drogenkrieg. Schau doch mal, was hinter der Schlagzeile steckt. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. It's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Puh, eine sehr interessante Sache. Also hier die Schlagzeile sagt ja was von fehlendem Morphium. Und anscheinend ist das im Besitz von Courtney Sheldon, der Jack Kelso anscheinend sehr gut kennt, weil dieser Jack, den wir gerade hatten, war ja Kelso, der zusammen mit Cole Phelps in der
in der Offiziersausbildung war, aber später dann aus der Offiziersausbildung raus ist. Sehr interessant. Also Courtney und Jack scheinen sich zu kennen. Vielleicht haben sie sogar zusammen... Waren sie in der gleichen Einheit unter Cole? Ich weiß es nicht. Möglich wäre es zumindest. Und anscheinend hat jetzt Courtney Sheldon eine Menge Morphium, das er unter die Leute bringen will, obwohl er Arzt werden will, was auch irgendwie scheiße ist. Aber Jack sollte jetzt helfen, will natürlich nicht helfen, weil er nicht mit der Scheiße nichts zu tun haben will. Aber das ist doch sehr interessant schon mal. Ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe auch einige Zeitungen nicht bekommen, die wir hätten bekommen können. Und was liegt hier denn noch am Tatort? Hallöchen! Ein Seil? Looks familiar. Mit Safe Blut better drauf? match the mark under Teresa Terrelson's chin. Mhm. Könnte sehr gut sein. Was haben wir hier noch? Geldbörse? T.T. Ackermann doesn't look like much of a dancer. Eine Geldbörse mit den Initialien T.T. und einer Karte des Crystal Ballrom drauf. Na hoppla. Weiß nicht, ob wir hier noch irgendwas haben jetzt. Sieht aber weniger so aus. Help me out. Let's finish this. Back to the station. Ja, können wir gerne machen. Vielleicht sollten wir aber nochmal schauen, dass wir, bevor wir zum Revier gehen, nochmal zumindest von dem... Oh, da hockt schon wieder einer drin. Sehr nice. Fahren wir nochmal schnell zum Busbahnhof und schauen mal, dass wir die Geschichte Husband has bestätigen. an alibi, but no real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same stick until we put him away for good. Ackerman has history, opportunity, hard evidence. What motive? We have the evidence. We know she was here. All we need is a confession. We can charge the bum with murder. Ja. Und vielleicht sollten wir noch den Matrosen wenigstens entlasten. Deswegen fahre ich nochmal schnell rüber zum Busbahnhof und schaue, was wir da abholen können und Informationen. Damit wir den Fall wirklich sauber abschließen können. Wenn wir früher zum Obdachlosenlager gefahren wären, hätten wir vielleicht sogar noch eher einen... Hätten wir den vielleicht sogar eher abschließen können, den Fall, aber... Ich glaube, ich bin da lieber gründlich. Deswegen auch nochmal zum Busbahnhof rüberfahren. So, jetzt müssen wir da runter. Auch noch ganz schön weit zu dem Busbahnhof rüber. Immerhin, wenn ich das richtig sehe, scheint es hier keine Straßenverbrechen gerade zu geben. Das heißt, wir haben gut gearbeitet. Ja. Und der Busbahnhof ist ja gleich da vorne. Ende der Straße, links, rechts und dann am Eck vorne. Zieht ganz schön gut am Berg das Auto. Wie wir den jetzt überholt haben. Respekt. Scheint einiges an Pferdchen unter der Haube zu haben. So. Da vorne am Eck. Ja, das sieht schon aus wie ein Busbahnhof. Eieiei. Schon ein bisschen runtergekommen. Im Betrieb sind die aber schon noch, oder?
In Service, okay. Also noch in Betrieb. Schauen wir mal rein hier, würde ich sagen. Isn't he a cop who won the medal in the solvent army? Einige Leute, die warten. And thank you, ma'am. You have a safe trip now. Where are you boys headed today? LAPD. We're after the driver of All-American 249. Would have been around midnight onwards last night. Just a minute. Frank Zeffirelli. He's your man. Where can we find him? Frank is out on the 7-4. Can you tell us the route? Hang on. I should have it mapped out here somewhere. How's that just been paid look about? Uiuiuiui. Fahrplan Route 74. Wilshire Boulevard, 7th Street, Olive Street, Spring Street, Temple Street, 1st Street, Union Avenue. Da haben wir es auf der Karte einmal. Also die Route geht in diese Richtung, also nach rechts im Uhrzeigersinn anscheinend. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mehr Glück haben, wenn wir gegen Uhrzeigersinn fahren. We're not gonna drive the whole thing, are we? Won't take long. We have a siren. Jo, so geht's natürlich. Wir fahren nicht die ganze Route, aber wir haben eine Sirene. So, also würde ich mal sagen, wir können jetzt natürlich auch warten, bis er wieder vorbeikommt. Was, da ist der Bus? All American 7-4, let's go get him. Ich habe gerade nur noch gehört, da ist der Bus. Sieht aber nicht so aus. So, dann würde ich nämlich sagen, fahren wir doch gegen Fahrtrichtung. Damit wir den auch bekommen, den Bus. So. Und schauen wir mal, wo wir ihn finden. Ich will jetzt schauen, dass wir auf der Route bleiben. Ich hätte aber nicht gedacht, dass wir jetzt noch so viel zu tun haben damit. Einiges zu tun hier. Beziehungsweise auch einiges abzufahren, wenn ich mir das so anschaue. Wir müssen runter auf die First Street und die war schon sehr weit weg. Hoffe ich jetzt echt mal, dass wir den möglichst schnell kriegen, den Bus. Und das ist eigentlich alles nur, um ein Alibi zu bestätigen. Meine Fresse. Ah, ich will, wie gesagt, ich will sicher sein. Ah, Alter, ich habe mich gerade volles drauf verjagt, weil der Streifenwagen da wieder unbedingt nach rechts wollte. Ist jetzt noch keine Anzeichen von dem Bus. So langsam fahren wir wieder leicht Richtung Norden, was auch nicht so toll ist, weil das heißt, dass wir schon bald mit der Hälfte durch sind, mit der halben Strecke.
Das heißt, wir wären in der Richtung doch schneller gewesen. Aber gut, es ist zumindest wahrscheinlicher, dass wir den Bus eher in diese Richtung erwischen. Ah, das That's ist the er bus doch. we're looking for. Ease in behind her and get her to the side of the road. Aber das ist doch der Bus. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir sind. Ah, da hinten ist der Busbahnhof. War der anscheinend doch hier, als wir hier die komplette Strecke abgefahren sind. War der hier irgendwo, dann hat den Rusty schon irgendwie gesehen, warum auch immer. Nur ich habe ihn nicht gesehen und oh Gott. Sehr schön. Some kind of problem, buddy? LAPD, we're investigating a murder. You had a sailor and a woman in a green dress on your bus late last night? That's correct. And the woman got off first, around 2 a.m.? Yeah, that's right. And the sailor stayed on all the way to downtown, Can you tell us where you let the woman off? on California Street. To tell you the truth, she looked a little lost, like she got off on the wrong stop or something. I didn't like dropping her off near that hobo camp. You've been a big help, Mr. Zeffirelli. Zisch. Der wird jetzt aber schnell So drin. Sailor Boy escaped by the seat of his bell-bottom trousers. He left the broad alive, Left her by the hobo camp. which means he's as good as killed her. We can't eliminate any of them, but the disfigured man should be our starting point. I'm gonna call for some backup. These bows hate cops. Ja, sehr schön. Aber den Obdachlosen haben wir schon einkassiert. So, dann fahren wir mal zum Zentralrevier und es scheint wirklich zu sein, dass der Obdachlose, den wir vorher verhaftet haben, unser Mann zu sein scheint. Alle Beweise deuten darauf hin. Immerhin haben wir so ziemlich alles gefunden, was für einen Mord wichtig ist. So, dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwie rumkommen. Wir sagen hier lang. Also ich bin zu weit? Nee, ich bin doch nicht zu weit. So, und da wären wir. Zentralrevier. Fahren wir mal rüber. Going this way. Da lang. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Naja, Cole weiß zumindest mehr oder weniger, wie es ablief. Stuart Ackermann, 36 Jahre alt, Landstreicher, der in der Nähe von Signal Hill gesehen wurde. Motiv für Mord. Why did you kill Mrs. Terrelson? I have no recollection of the people I have killed. Kurzer Blick ins Notizbuch sagt, Geldbeutel als Hinweis. Oder das Stück Seil, das können wir uns aussuchen. Are you denying that you strangled Mrs. Terrelson with a length of rope? I'm not denying anything. You have to have proof, lackey. Ja klar, das Seil, das können wir dir liefern, das haben wir gesehen. We found a matching piece of rope in your lean-to. I think we'll find the blood will match too. I own no property. How could it belong to me? So, Kontakt mit dem Opfer. A bus driver dropped Mrs. Terrelson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill?
I have many places. I go where I please. Notizbuch, was haben wir denn? Ich sag erstmal Lüge und schau mal, was da läuft. You're lying, Ackermann. There must be a reason. You could have killed her in the camp. My reasons are my own. Can you disprove what I say? Sorry. My mistake. Ich musste gar nicht sorry sagen, weil da kann man es anzweifeln. You're clearly insane, Ackermann. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Na, sehr schön. Das klingt ja fast wie ein Geständnis. Alibi für Stuart Ackermann. Where were you around 2 a.m. last night? At the camp. Beweisen können wir es nicht, dass er nicht da war, oder? Oder wir sagen... was kann man sagen? Stiefelabdrücke, Reifenspuren. Ich sag mal eben... I thought you'd have more bullshit questions than that. Where were you around 2 a.m. last night? At the camp. Ich würde mal sagen Lüge. You were up on the hill. You were seen during the day. We have a witness. We have evidence. Come clean with me, Ackermann, and I'll see what I can do for you. I despise your pity. You have nothing that links me to this woman. Ja, das Blöde ist jetzt, ich habe jetzt tatsächlich... Wir haben den Geldbeutel. We have you cold, Ackermann. Her purse and the ballroom ticket were in your lean-to. Tell us why you did it. I kill because people need killing. It's what I was trained to do. Stuart Ackermann, I am charging you with the murder of Teresa Terrellson. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Maybe poor Teresa Terrellson will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Ja, weiße Schuhe und ein Mod. Alle Hinweise gefunden, 2 Fragen falsch. Das waren die ersten 2 Fragen in dem Fall. Falsch beantwortet. Ein früher Besuch im Obdachlosenlager hätte vielleicht eine Spur gebracht, aber viel Glück dabei, vernünftige Zeugen zu finden. Tja. Ja klar, nur das Ballroom-Ticket hätte die Geldbörse vielleicht nicht mit Teresa Terrellson in Verbindung gebracht. Aber immerhin, dadurch, dass wir die ganze Sache mit den Matrosen und so weiter durchgemacht haben, haben wir immerhin mitbekommen, dass die beiden in dem Crystal Ballroom waren. Ich glaube, das ist mehr oder weniger damit gemeint. Jo, Fahrzeugschaden 1217, ja, da haben wir einiges angerichtet an Schaden. Es war auch ein sehr langer Fall, wenn ich jetzt gerade so drauf schaue, 1,5 Stunden. Läuft die Aufnahme für diesen Fall. $148 Sachschaden, keine Verletzungen zum Glück. Also ich hätte eigentlich gedacht, wir hätten ein paar Verletzungen zusammengebracht. Da haben wir verdammtes Glück gehabt. Aber wir haben auch diesen Fall
Mit Bravour möchte ich sagen, abgeschlossen. Na ja, gut, bis auf die ersten Fragen. Das wäre nicht ganz das Schönste. Aber auf jeden Fall können wir, denke ich, nochmal zum nächsten Fall übergehen. Schauen wir mal rein. And now my heart's a blazing ruin. You say that you were only fooling. Don't walk away. Don't do me wrong. Don't leave me singing this